Raft zur Seite gekippt. Regen, Sturm, Gewitter gehabt. Wir sind in Albanien. Was ein Abenteuer. Wir fahren jetzt hinterher. Gesur. Ich bin fix und fertig. Ja, ich auch. Das reicht mir. Für heute reicht mir das. Ich fühle mich gerade wie 10 Kilometer gejoggt, oder? Ich bin echt total durch. Ja. Ja, wir fahren jetzt hoffentlich heute nur noch entspannte Straßen zum Strand und es reicht. Wir haben es geschafft. Ja. Als ob das Meer hier rüber gekommen ist. Ja. Wir sind angekommen, der Strand ist wunderschön hier. Wir sind total müde, 150 Kilometer durch die Berge. Ja, die Anspannung von heute Morgen, die ist bei uns beiden, glaube ich, ganz gut abgefallen mittlerweile.
Wir werden uns jetzt noch was zu essen machen und den Abend gemütlich ausklingen lassen. So. Und morgen gucken wir uns mal den Strand an. La niña come. Was machst du denn da? Ich lerne gerade Spanisch. Wir hatten ja schon mal einen Spanischkurs angefangen und der hat leider nicht so gut geklappt. Für unsere Reise nach Südamerika und Mittelamerika wollen wir ein bisschen Spanisch lernen, weil wir glauben, dass nicht überall gut Englisch gesprochen wird. Und wenn man dann mal nach dem Wasser fragt oder nach dem Weg, wäre es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir dann ein bisschen Spanisch können. Und weil das damals mit dem Kurs nicht so gut geklappt hat, freuen wir uns natürlich jetzt besonders, dass wir Rosetta Stone als Partner gewinnen konnten. Rosetta Stone ist eine Sprach-App, mit der man ganz intuitiv auf natürliche Art und Weise eine neue Sprache lernen kann. Und zwar funktioniert das ganz einfach, indem man zum Beispiel Bilder sieht und das, was man auf dem Bild sieht, das wird dann vorgesprochen, man spricht die Dinge nach. Und es wird dann kontrolliert, ob man das auch richtig nachgesprochen hat und man lernt auch die Wörter in Spanisch zu schreiben. Also es soll so funktionieren, wie als wenn man seine Muttersprache lernt, ganz intuitiv. Das Schöne ist, dass wir auch Rosetta Stone offline benutzen können. Wir haben ja öfters mal kein Internet und das ist für uns richtig gut, dass wir es in jeder Situation, ob ich mal im LKW sitze oder mal draußen bin, kann ich halt Rosetta Stone benutzen. Die Lektionen sind auch richtig, richtig kurz. Das macht super Spaß, damit zu arbeiten. Das geht ganz leicht. Wir haben jetzt ein mega Angebot für euch. Normalerweise zahlt man für Rosetta Stone einmalig 349 €. Mit unserem Link spart ihr 50%. Ihr zahlt nur einmal und dann könnt ihr Rosetta Stone ein Leben lang benutzen. Und wenn man sich das mal durchrechnet, das sind auf 24 Monate gesehen weniger als 7,50 € für so eine geniale Sprach-App. Auch internationale Firmen nutzen diese App. Und ihr habt 30 Tage Rückgaberecht, also ihr geht kein Risiko ein. Falls ihr jetzt Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, schaut in unserer Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserem Angebot. Ein paar Tage stehen wir jetzt schon hier am Strand. Wir brauchten irgendwie mal so ein bisschen Zeit, um mal wieder runterzukommen, mal ein bisschen zu entspannen und die Kamera mal nicht in die Hand zu nehmen. Und also es ist echt schön hier. Wäre da nicht das Wetter. Also wir haben, glaube ich, die letzten 5 Tage ungefähr, müssten das jetzt sein, Regen, Sturm, Gewitter gehabt hier. Und naja, das war halt einerseits nicht so erholsam natürlich, auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch ein bisschen Kraft schöpfen können. Wir gucken jetzt mal, wir wollten eigentlich schon längst in Albanien sein, aber wir wollen uns jetzt hier auch ein bisschen Zeit nehmen und gucken, wo wir dann jetzt als nächstes hinfahren. Vielleicht bleiben wir noch 2, 3 Tage stehen hier. Vielleicht fahren wir auch schon morgen los, das werden wir spontan entscheiden. Und in Albanien wollen wir uns halt auch noch ein bisschen Zeit nehmen und nicht einfach so jetzt da durchdüsen, wie wir es eigentlich vorgehabt haben, weil die Wettervorhersage ist auch da nicht wirklich rosig. Es scheint so, dass halt von der Adria her, also von Italien rüber, letztendlich hier die aufgewärmte Luft rüberkommt und sich dann letztendlich mit der Luft also mit der kalten Luft aus den Bergen vermischt und ja, entsprechend stark windet und regnet das dann hier halt auch noch.
Was machst du da gerade? Ich räume gerade alles zusammen, weil wir haben einen heftigen Sturm draußen und wir müssen jetzt umparken, sonst werden wir die Nacht zur Seite gekippt. Naja, ich habe kein Auge zutun. Oder kein Auge zukriegen. Also kippen soll der LKW wohl nicht. Nein, das nicht, aber es fühlt sich gerade so an, als wenn wir kippen würden. Ja, auf jeden Fall geht Nico jetzt raus und startet den LKW und wir fahren jetzt woanders hin. Wir kriegen hier gerade die volle Breitseite vom Meer und wir parken jetzt zwischen ein paar Bäumen und hoffen, dass wir da nicht so durchgeschaukelt werden. Ja. Ich habe jetzt die Actioncam genommen. Bitte entschuldigt da die Qualität, das ist halt dann bei Dunkelheit bei der nicht so gut, aber ich glaube, man kann trotzdem was erkennen. Die große Kamera wollte ich jetzt nicht nehmen. Ich werde mich da jetzt rauswagen und den LKW starten und entsprechend die Treppe wegnehmen. Die lasse ich dann auch liegen und ja. Mal gucken. So, ich bin jetzt in der Fahrerkabine. Hörst du mich? Ich höre dich klar und deutlich. Eben gehört? Ich habe dich gehört, alles klar. Gut, ich habe hier die Stellung. Ich halte alle Schränke zusammen. Okay, ich glühe jetzt vor. Gut, dann gib mir mal Bescheid, sobald du irgendwie fährst, damit ich mich hier irgendwie sichern kann. Okay, ich mache jetzt den Motor an. Okay, ich fahre los. Alles klar, ich werde hier ordentlich durchgeschüttelt, dann bring uns mal zu einem sicheren Platz. Hier ist irgendwie Kies, da werde ich mich raufstellen. Okay, ich glaube, hier stehen wir ganz gut. Ja, also ich werde auf jeden Fall hier gerade nicht mehr durchgeschaukelt. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier geschützt stehen. Gut, ich komme da mal rein, ne? So, ich habe uns jetzt so hingestellt, dass wir nicht die volle Breitseite abkriegen. Wir haben jetzt irgendwie Schutz durch die Bäume. Willkommen wieder zu Hause. Wie ist es draußen? Sehr stürmisch, aber irgendwie auch kurioserweise irgendwie warm. Also es ist richtig warme Luft. Ja, es soll ja irgendwie Samstag auch noch 20 Grad werden. Also Ja. ich glaube deshalb auch das ganze Unwetter jetzt die Tage. Ja. Ja, also wir werden auf jeden Fall hier nicht mehr so sehr durchgeschüttelt. Von daher, ich glaube, das hat schon was gebracht. Ja. Pfeifen tut's immer noch. Aber er schaukelt nicht mehr so dolle. Ja. Ja, Gut, ich glaube, wir können ein bisschen entspannter schlafen. das denke ich auch. Zuletzt waren wir hier in den Bergen in Montenegro, wo wir mit dem LKW ja leicht abgerutscht sind und wo die Rückfahrt echt ein Krimi wurde. Von hier sind wir dann diesen Weg lang gefahren bis runter zur Küste und jetzt stehen wir hier im äußersten Süden von Montenegro. Von hier geht es für uns jetzt über die Grenze nach Albanien und dann ungefähr bis hier, bis nach Shkodra. Das ist 1 Stunde Fahrt und von dort werden wir dann weitersehen.
Guten Morgen. Ja, das Umpacken hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben richtig ruhig geschlafen. Also die ganze Aktion hat wirklich was gebracht. Hier wurden wir überhaupt nicht mehr durchgeschüttelt. Jetzt fahren wir noch mal einmal in das Gebiet, wo wir gestanden haben, das komplett überflutet, weil da haben wir unsere Leiter einfach nur hingeschmissen und sind halt losgefahren. Und die sammeln wir jetzt erstmal ein. Hat sie die Nacht gut überstanden? Ja. So, hast du Lust nach Albanien zu fahren? Bei diesem traumhaften Wetter? Kann weitergehen jetzt, ja. Also die Tage haben wir, Entschuldigung, die schlechten Tage haben wir jetzt hier abgesessen. Und jetzt, wo schön wird. Fahren wir weg. Ja. Aber wir wollen weiter. Ja. Hummeln in den Hintern, wie immer. Wir tanken gerade für 1,51, das ist ein Traum. Also jetzt zu heutigen Verhältnissen. Randvoll wird er gemacht. Damit wir durch Albanien kommen und Griechenland, ne? Ja, da kommen wir schon eine Strecke mit. Ja. Do you know where I can wash? Yeah, you want the self-service, sir? Yes. Das war noch kein. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwie Shampoo. Oder nicht? Das ist Shampoo. Irgendein Shampoo ist so. Womit ja jetzt erstmal nur wieder Montenegro wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal an, ja. Naja. Ja, mal gesnackt. Noch ein bisschen geschnackt, genau. Du musst nur auf die Nähe, wobei die kommst auch vorbei. Musst du aufpassen. Ja, alles gut. Alles gut. Kein Problem.
2 Grenzposten, aber hintereinander. Ja, wir sind da. Ausweise. Genau, also Ausweise, Fahrzeugpapiere und das waren auch nur die Personalausweise und alles gut. Weiter geht's. Wir sind gerade auf der Suche nach einer SIM-Karte und sind durch die gesamte Stadt gefahren. Jetzt haben wir hier einen Laden gefunden. Ich werde mir gleich mal angucken, ob wir da fündig werden. Ja, weil ohne SIM-Karte geht halt nichts. Man findet ja nichts und es ist halt auch schon ein bisschen enger, ne? Ja. Mit dem LKW, also naja. Wir haben gerade einen Albanier kennengelernt, der uns geholfen hat. Wir standen vor einem geschlossenen Laden von, ja, wo man halt SIM-Karten kriegt. Und erst hat er für uns angerufen und hat geguckt, ob irgendwer kommt. Aber der Laden macht erst abends auf. Und dann hat er uns angeboten, uns zu dem nächsten Laden zu fahren. Weil wir ja doch mit so einem großen LKW hier unterwegs sind und hier ganz schlecht irgendwie einen Parkplatz finden. So, und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir dann das hier eingerichtet kriegen. Ja, okay. Hier werden lebende Hühner an der Straße verkauft. Möchtest du ein lebendes Huhn haben? Nee, irgendwie nicht. Wollt Zum Streicheln vielleicht. Und hat alles geklappt im Internet? Ja, also sie hat uns da weitergeholfen. Mit dem Telefon war es diesmal auch unproblematisch. Es wurde sofort alles eingerichtet, automatisch. Unser allererstes Essen in Albanien. Hammer, oder? Guten Appetit, das sieht so gut aus. Wow. Wollen wir uns mal schmecken lassen? Also wir gehen jetzt in unsere erste Moschee und ich muss den linken Eingang benutzen, weil der ist nur für Frauen. Ich darf nicht in den Haupteingang, aber Nico geht in den Haupteingang und dann machst du ein paar Aufnahmen für euch. Also wir wollen ja auch kein politisches Statement jetzt abgeben, sondern einfach, es ist irgendwie auch spannend, so das mal so mitzuerleben und sich das irgendwie anzugucken. Und hier sind halt die, wie sagt man, Gegebenheiten halt anders. Und genau. Aber ist okay. Genau. Für uns geht es jetzt weiter. Wir haben noch keinen Nachtplatz gefunden. Wir haben da jetzt bei Park for Night geguckt. Da soll es irgendwie bei einem Hotel oder sowas einen Platz geben, wo wir hinfahren können. Da ist es hoffentlich ruhiger. Genau, für 5 Euro die Nacht. Wir gucken mal, hoffentlich haben die noch auf. Genau. Also wir fahren jetzt irgendwie 7 Minuten oder so, nicht lange von hier entfernt. Also wir sind ja hier in Škoda, die Altstadt oder die Stadt von Škoda sich mal angucken, das lohnt sich. Also es ist wirklich irgendwie bunt. Trubelig, aber auch total traditionell irgendwie. Also das Restaurant, in dem wir waren, super lecker gegessen und auch mit der Moschee und jetzt dem, eben haben wir noch den komm gerade nicht drauf. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Also der Mensch, der dann von einem Minarett runter singt. Genau. Jeweils dann immer zu den Zeiten, wo die Muslime dann beten. Genau, und direkt neben der Moschee ist dann auch die christliche Kirche. Also hier leben die alle miteinander friedlich zusammen. Gut, aber für uns geht es jetzt weiter. Es wird jetzt langsam dunkel.
Es wird natürlich ein bisschen herausfordernd, da so zu fahren, aber ja, ich glaube, ist ja nicht so weit. es ist nicht so weit, genau. Das ist das Regen- und Gewitterradar für die nächsten beiden Tage und das wird richtig heftig, denke ich. Wir hatten in Montenegro schon richtig viel von dem abgekriegt, nur das hier ist nochmal eine Stufe härter und wir werden jetzt gucken, dass wir uns irgendwie einen geschützten Platz suchen. Wir haben da schon so 1, 2 Plätze rausgesucht. Dann werden wir jetzt noch einkaufen gehen und heute Abend dann noch Videos bearbeiten und das ist dann das, was wir so heute tun für den Tag. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als das irgendwie auszusetzen. Aber nächste Woche soll es dann richtig gut werden. Hier gibt es übrigens keine Wagen oder keine Körbchen, gar nichts. Man muss jetzt irgendwie alles selber in seinen eigenen Tüten irgendwie den ganzen Einkauf lang rumschleppen. Ist schon irgendwie interessant, dass man so, was man für eine Erwartungshaltung hat. Genau, was so selbstverständlich ist irgendwie, ne? Ja. An sowas komme ich mal nicht vorbei. Das ist die kleinste Packung Brot, die man kaufen kann. Ich bin sicher, das kriegen wir auf. Das denke ich auch. Ist natürlich alles immer ein bisschen ungewohnt noch, jetzt so einzukaufen. Das kennen wir ja aus Deutschland schon gar nicht mehr. Also diese Tante-Emma-Läden, wie wir sie früher hatten, gibt es die überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall, wir hatten ja auch Rückmeldungen gekriegt von euch, so von wegen Plastiktüten benutzen und sowas. Wir haben unsere Tüten jetzt dabei. Ja? Also es ist nicht so, dass wir nicht so eigentlich normalerweise einkaufen würden. Es gibt hier nur irgendwie keine Körbe oder irgendwie sowas, die man dann benutzen könnte, um dann die Waren direkt reinzulegen. Und ja, und halt das Gemüse und das Obst, das liegt halt so lose da drin. Und es ist hier so üblich wohl, dass man dann sich eine Plastiktüte holt und das Obst dann da reinpackt und dann erst auf das Warenband legt. Aber es geht auch so. Das erste Mal keine Kartenzahlung möglich, ne? Genau, und hier geht es auch nicht mit Kartenzahlung. Wir müssen halt dann schon irgendwie Bares dabei haben. Darauf sollte man sich einstellen in Albanien, dass man doch öfter mit Baren zahlen muss, als eben mit Karte zahlen kann.
Was ein Abenteuer. Also teilweise waren die Wände schon etwas zu eng an der Kabine dran. Naja, wir wurden mal beiseite gehupt oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ja, abenteuerlich hier. Die ist wohl ausgebüxt. Das ist irgendwie süß. Ja. Und Stellplatz wie nicht gefunden? Ja, ziemlich cool eigentlich. Ne? Ja, ich gehe mal eben ganz kurz drauf. Das zeigen wir aber nochmal deutlicher. Ja. Direkt vorne, wie sagt man? Stauwerk? Sperrwerk? Staudamm ist das. Staudamm, genau. Ja, sehr cool. Ich glaube, hier bleiben wir. Ja. Das ist schön hier. Was habt ihr ausgemacht? Also wir fahren jetzt hinterher. Gut. Wir wurden gerade auf einen Kaffee eingeladen und jetzt folgen wir einfach mal dem Auto, welches vor uns fährt. Hier auf der Straße parken. Ich frage mal nach, ob er das wirklich so meint. Hier parken. Wir stehen hier mitten auf der Straße. Cool. Ja, gleich mal auf den Kaffee eingeladen von den Locals. Bien, Marcia. Das ist richtig guter Raki. Also so nennen sie den halt auch in Albanien. Der ist weich, der brennt nicht und schmeckt einfach süß, lecker. Wahnsinn. Also in Albanien spricht man eher Italienisch und natürlich Albanisch, weniger Deutsch. Also Deutsch eigentlich gar nicht. Zumindest was wir bis jetzt so mitbekommen haben. Mihal. Das ist Venia Mihal, Vulza, pensionist, kam punuar 28 vjet në energji kështu. Energie. Ja. Energie. Aha. Energie. Mhm. Energie. Ah, okay. Okay. Also das, was wir verstanden haben, ist, dass durch den Stausee, den wir haben, ist es nicht mehr möglich, hier Fische zu fangen. Und er war früher Fischer und heute ist er halt in Rente und fischt halt nicht mehr. Und der Staudamm hat bewirkt, dass man hier praktisch keine Fische mehr bekommt. Ja. Ja, so sieht die Toilette hier aus. Also es ist total schön hier und ja, nicht im Klo, aber es macht halt einfach riesen Spaß, sich hier unterhalten und wir sind in einem anderen Land und alles ist anders und irgendwie ist das irgendwie ganz besonders heute schon wieder. Okay. Wow. Ti marrësh ty për ty dhe për respektojmë, për ty për respektojmë ty. Nusës.
So, jetzt sind wir schon zu viert und wir werden uns jetzt erstmal das Essen schmecken lassen. Ragi? Bier? Bier. Brombeer-Winterkürbis. Und das wird folgendermaßen verarbeitet. Genau, sieht so aus. Also gebacken. Ist so ein bisschen wie Apfel, ne? Genau. Oder? Ja. Aber in Öl, richtig schön ölig, ne? Ja, ist auf jeden Fall geölt. So, es schmeckt süß. Vielleicht wie eine gebratene Banane oder sowas. Ja. Ne? So kennen wir das. Sehr, sehr lecker. Und so sieht die aus. So stachelig. Ne? Stachelig? Okay. Okay. Also ich habe ja erst gedacht, dass die am Baum wächst. Sieht irgendwie so aus. Keine Ahnung, habe ich mir irgendwie so gedacht. Auf jeden Fall wird die wie eine Kartoffel gepflanzt und die Pflanze wird dann 4 Meter hoch. Und wir dürfen die behalten. Okay. Die ist jetzt für uns. Die nehmen wir mit in den LKW. Germany. Okay, in Germany und wir sollen die dann einpflanzen. Okay. Was heißt Dankeschön? Faliminderit. Faliminderit. Dankeschön. Danke. Faliminderit. Dankeschön. Faliminderit schon. Falimindenschum. Faliminderit. Faliminderit. Falimenderi. Schon. Schum. Schum. Schon. Schon. Wat hadden ze net gedacht? Gesur. Gesorgt. Okay, magst du mal zusammenfassen? Also wir haben jetzt herausgefunden... Oder Also das heute- große, genau, wir haben mal gefragt, was denn so die größten Probleme sind in Albanien. Ja. Und Erstmal das Abwanderungsproblem der jüngeren Leute, ne? genau, das ist ein großes Problem, dass Ja. die jungen Leute halt alle abwandern. Nach Deutschland gehen, nach Griechenland, nach Italien. Genau, weil sie hier keine Perspektiven haben, Ja. weil sie auch keine Bildung hier bekommen. Weil dann auch die Lehrer sozusagen hier alle abwandern. Genau, und damit kann der Tourismus halt auch nicht Genau. wachsen. Der Tourismus kann nicht wachsen, weil halt eben es dann auch keine jungen Leute gibt, die halt dann in diesen Tourismus einsteigen. Die Älteren können es nicht. Und das zweite Problem ist halt die Korruption der Politiker. Das ist halt hier ein sehr großes Problem. Im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann stecken sie sich halt das Geld alle in die eigene Tasche und bei der Bevölkerung bleibt nichts über. Ja, und die haben die ganzen großen Unternehmen. Also die großen Unternehmen Genau. in Albanien gehören sozusagen einzelnen Politiker. Ja. Und ja, damit stecken sich die Taschen voll. Ne? Ja. Also, was ich jetzt noch erfahren habe gerade, ist bezüglich der Korruption hier in Albanien. Also grundsätzlich ist es so, dass sich irgendwie über die Steuern, wie auch immer, es bleibt kein Geld bei dem Volk. Ja? Also selbst diejenigen, die gutes Geld verdienen, eigentlich verdienen müssten, kriegen nichts. Also es bleibt nichts übrig. Ein Beispiel ist, dass der große Bruder von Eduard, also so habe ich das verstanden, Eduard, der war 4 Jahre von dem Ort, wo wir hier gerade sind, das ist eine Kleinstadt, war Bürgermeister, 4 Jahre. Und danach war er nochmal 3 Jahre Direktor von dem Wasserkraftwerk, was hier gleich angeschlossen ist. Und er konnte sich gerade mal eine Wohnung mit Küche in Tirana leisten, über 20 Jahre, denke ich mal, abbezahlt. So konnte ich das ungefähr interpretieren. So, mehr nicht. Mehr ist da nicht hängen geblieben. Als Direktor und als Bürgermeister. Aha. Nikola. Gesur. Gesor. Gesor. Nikola Gesor. Guten Morgen. Das war ein Abend. Total verrückt und schön zugleich. Eigentlich hatten wir nur an der Straße den Mihal gesehen, wie er mit seinem Bekannten eine Kuh einfängt, und er hat uns sofort auf einen Kaffee eingeladen in sein Restaurant, und dann kam der Eduard noch dazu und der meinte dann gleich beim Essen: ja, ihr wisst noch nicht, wo ihr stehen sollt. Ich habe hier ein Haus, ich wohne eigentlich gar nicht hier, ich wohne eigentlich in Tirana.
Ihr könnt in meinem Haus schlafen und duschen und arbeiten, was ihr möchtet, solange ihr wollt. Ich will dafür nichts haben. Und ja, jetzt stehen wir hier auf seinem Grundstück. Wir gehen jetzt rein in sein Haus, ein bisschen arbeiten. Und dann hat er uns noch 10.000 Lek gegeben, weil wir haben gefragt, ja, wir brauchen noch irgendwie Geld für die nächsten Tage, bis wir uns wiedersehen, ob es hier einen Bankautomaten gibt. Und er sagte, nee, Bankautomaten gibt es nicht, aber ich gebe euch Geld. Und das sind umgerechnet 100 €, die er uns einfach so gegeben hat. Und ja, wir sehen uns halt erst in ein paar Tagen wieder. Irgendwie ist das alles total verrückt und schön. Ja, tolle Menschen kennengelernt, einen richtig schönen Abend gehabt. Jetzt gehen wir mal ins Häuschen. Ja, das macht man sicherlich normalerweise anders. Drei Tage stehen wir jetzt schon hier auf dem Grundstück von Eduard. Er hat uns eingeladen, dass wir hier stehen dürfen und auch sein Haus benutzen dürfen. Und es ist mal wieder so ein mega Beispiel dafür, wie gastfreundlich die Albaner sind. Und wir können nur jedem ans Herz legen, das einfach mal auch auszuprobieren und abseits der normalen Straßen zu fahren und auch Leute kennenzulernen, auf Leute zuzugehen und sich auch darauf einzulassen, wenn man eingeladen wird. Ja, wir werden an dieser Stelle jetzt das Video beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn das so ist. Und ja, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Und schreibt uns auch gerne was in die Kommentare. Ich bekomme jetzt noch die Haare geschnitten. Die Tage meines langen Zopfes sind gezählt. Ich soll eine neue Frisur bekommen, aber das seht ihr im nächsten Video.